Ja, liebe interessierte Freunde, Menschen, herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung in dieser Reihe ähm, Arc Intelligence. Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, aber es hat eben diese Architektur und die Intelligenz drin. Und natürlich versuchen wir in diesem Format immer die Themen möglichst weitläufig und breit zu betrachten, von verschiedenen Gesichtspunkten aus und verschiedene Hintergründe und Einsichten da miteinander zu teilen im Schauraum B. Und eben auf die Frage, ob AI auch die Architektur und die Raumgestaltung beeinflussen, das haben mich andere gefragt und ich fragte mich selbst und wollte es wissen und habe aus dem heraus eigentlich diesen Panel organisiert. Und daraus ist eine kleine Reihe entstanden, die bis Ende Jahr dann geht und wo wir dann mit 8 Beiträgen eben von verschiedenen Seiten das Thema beleuchten. Heute ist Professor Dr. Joschia Walter bei uns. Josh kann man auch sagen. Ich habe noch gefragt, ob er mit dem schönen Namen, weil ich mit Yoshio Taniguchi zusammengearbeitet habe, japanische Wurzeln hat, aber er hat gesagt, das ist auch ein biblischer Namen und da bin ich zu wenig gebildet, aber Josh. Herr Walter musste ich mehrfach überzeugen, dass er kam, weil er eben nicht von der Architektur her die Sache anschaut. Und habe ich gesagt, ja genau das will ich. Nicht nur die Dinge eben von der Sicht der Architektur anschauen, sondern diese Themen eben immer sehr breit anschauen. Und eben heute geht es eben auch zum kritischen Denken und der AI und da wird er uns etwas erzählen. Nochmal ganz kurz der Inhalt dieser AI. Da wissen wir eben alle ein bisschen was. Es gibt verschiedene Richtungen, wo sich das einnistet, wo es aber auch schon da ist. Bei uns in der Architektur kann es Entwürfe erstellen, kann man sagen, viele Varianten, Texte natürlich, Bilder, Grundrisse. Angefangen haben wir ja mit dem Werkbericht von Herzog und de Meuron. Ganz konkret, was machen die, wie gehen die mit dem um und gehen heute schon vertieft in eine andere Seite dieser AI. Ich glaube, die Kreativität der Architektin ist unverzichtbar. AI kann wahrscheinlich gut unterstützen, aber doch auch neue Ideen entwickeln. Also es ist schon eine Fine Line, auf der wir uns da bewegen. Und die Ausarbeitung von baureifen Plänen ist jetzt immer noch Sache der Menschen, aber das alles geht natürlich auch sehr schnell voran. Der Einsatz von AI bei uns Architekten liegt noch etwas in den Anfängen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir gerade ersetzt werden, wie das dann vielleicht auch in anderen Bereichen, sondern unterstützt werden. Diese enormen Datenmengen, ich bin jetzt gerade mit dem Zug mit einem gefahren, der Data Centers entlang einer Data-Autobahn baut in der Schweiz, das gibt es dort, wo diese Kabel verlegt sind, bauen die riesige Kisten, also ein Bauingenieur. Das sind enorme Datenmengen, die auch die Industrie sich schon vorbereitet, weil jedes Mal, wenn wir jetzt etwas mit künstlicher Intelligenz, was wir vorher noch mit Google gemacht haben, braucht es irgendwie das Zehnfache. Diese enormen Datenmengen verarbeiten bei uns Varianten, generieren Hilfen in der Ordnung von komplexen Zusammenhängen und machen die auch sichtbar. Die Debatte rund um die artifizielle Intelligenz betrifft natürlich nicht nur die Architektur, sondern auch die Stadtgestaltung. Wenn man auch an die Verkehrsplanung denkt, kann man sich das gut vorstellen. Wie kann man Verkehrsflüsse simulieren und so weiter. Und hier ist natürlich viel im Gang.
Trotz den berechtigten Bedenken hinsichtlich der Risiken von neuen Technologien, die es immer gibt, lohnt es sich, das mal genauer anzuschauen. Danke auch allen, weil ihr kommt, seid ihr offen, was immer eure Meinung ist dazu, wie eben AI die Raumgestaltung und damit auch unser Leben, because Space Matters, beeinflusst. Welche Chancen ergeben sich daraus, welche Herausforderungen sind zu erwarten und nicht zuletzt, welche Ängste und Gefahren haben wir, und die gilt es ja ernst zu nehmen. Joschia Walter ist Dozent und doziert, ist jetzt gerade am zweiten Doktor in der Philosophie, hat einen sehr breiten Rucksack im Bereich Management, Digitalisierung mit dem Fokus auf diese emergenten neuen Technologien und auch Transformation, angewandte Ethik und Wissenschaft. Er ist Doktor der kognitiven Neurowissenschaft, also er versteht eigentlich schon mal, wie wir so Daten verarbeiten mit dem da. Und hat jetzt aber auch das angeschaut und das werden wir dann sehen, wie das die Maschine eben macht, wie es künstlich ist und wie das vielleicht auch zusammenhängt. Er hat auch eine breite Berufserfahrung in der Industrie und in verschiedenen, im Finanzsektor, wo da auch die Post diesbezüglich abgeht, IT, verschiedenen Forschungsunternehmen und Consulting. Sein Referat heißt kritisches Denken und Ethik mit der AI. Herzlich willkommen, Josh, bei uns. Danke. So. Merci vielmals, vielen Dank. Machen wir das auf Hochdeutsch oder auf Schweizerdeutsch? Ist besser auf Hochdeutsch? Alles klar. Ich habe gemerkt, du hast gerade auf Hochdeutsch gewechselt. Da habe ich gedacht, okay, ich frage vielleicht am besten zuerst. Das macht es dann einfacher für einige. Vielleicht sogar auch mit meinem etwas breiten Berndeutsch. Da könnten vielleicht der eine oder andere ein bisschen Mühe haben, je nachdem, woher das mal kommt. Aber ja, schön seid ihr alle hier. Bevor wir starten, eine Frage in die Runde. Hände hoch, lasst mich eure Hände sehen. Wenn ihr diese Woche bereits mit GPT oder einem anderen Sprachmodell gearbeitet habt. Hände hoch. Also nicht ganz alle. Ist jetzt gerade schwer zu sehen. Machen wir noch mal runter. Hände hoch. Wer hat denn diese Woche noch nicht damit gearbeitet? Okay, doch ein paar. Wer von diesen Leuten hat denn noch nie damit gearbeitet? Hände hoch. Ah, okay. Es gibt ein paar, aber nicht mehr viele. Alles klar. Super. Du hast gesagt, du hast noch nie damit gearbeitet, noch nie mit GPT oder noch nie generell mit solchen Sprach-KIs? KI, was man immer unter KI versteht. Was man auch immer da... Ja, gut. Ja, weil viele Suchkriterien sind heute immer noch Google, wenn man sagt, ich habe mit KI was gesucht. Sehr gut, sehr gut. Ja, dem wollen wir heute ein bisschen auf die Schliche gehen. Ich glaube, Sie haben auch gesagt, noch nie mit GPT oder noch nie mit generell solchen Sprach-KIs oder... Also Google einfach. Mit Google einfach, genau. Ja, super, alles klar. Das ist doch gut. Das wird heute spannend. Wir haben eine sehr starke Breite. Das ist normal in so einer Gruppe, dass quasi einige schon sehr viel damit arbeiten, einige noch nicht so groß damit gearbeitet haben und noch gar nie. Vielleicht habe ich das schon gefragt, wer hat heute schon damit gearbeitet? Habe ich das schon gefragt oder nein? Gut, heute schon einige. Alles klar. Welches ist denn euer Lieblingssprachmodell? Ich pick jetzt einfach dich mal raus mit den kurzen Haaren, dem schwarzen Pullover. Ja, genau dich. Was ist dein Lieblingssprachmodell? Mit welchem Sprachmodell arbeitest du am meisten? Also bis jetzt am meisten mit ChatGPT. Mit ChatGPT, okay. Das ist dein Favorite Number One. Was ist dein zweitliebstes? Bis jetzt noch nicht allzu viel ausprobiert, aber irgendwie da angefangen und hängen geblieben. Ja, okay, alles klar. Wir haben mit ChatGPT gestartet und dann irgendwie da hängen geblieben. Wer hat mit einem anderen gearbeitet? Ja? Das mit dem M und dem Gelben. Mit dem M, dem Gelben, also meinen Sie Mistral vielleicht? Vielleicht. Das Europäische vielleicht. Ja, alles klar. Ein französisches Modell. Ja, genau, das ist Mistral oder Mixtral. Das ist ganz witzig, die nennen das ist ein französisches LLM, ja.
Ganz kurz eine Frage in die Gruppe. Was ist ein LLM? LLM steht für was? Kennt das ihr? Language Learning. Das große Wörterbuch. Was? Das große Wörterbuch? Nein. Nee, LLM steht für Large Language Model. Okay? LLM, also alle Sprach-KIs, die wir benutzen, die sind, warum nennen wir das Large Language Models? Hat jemand eine Idee? Large Language Models. Wir nennen das Large Language Models, weil, Hände hoch, hat irgendjemand eine Idee? Ja? Weil sehr, sehr viele Texte einfach verarbeitet wurden als Hintergrund. Ganz genau richtig, ja. Ganz genau richtig, ja. In dieser Sprach-KI, wie zum Beispiel GPT, da hat man richtig viele Texte reingehauen im Training und deswegen ist es ein Large Language Model, ja. All diese großen Chatbots, mit denen wir arbeiten, man nennt die meistens LLMs, ja. Large Language Models, man versucht die wieder kleiner zu machen, dann nennt man sie SLMs, Small Language Models, aber es sind eigentlich wirklich große Sprachmodelle, die was Neues können. Wir können mit ihnen sprechen. Ja, das konnte man früher noch nicht so. Und oft klingen die auch sehr zuverlässig, sie klingen auch sehr confident, wie sagt man auf Deutsch, sehr überzeugend auch. Ja? Und dann glaubt man denen auch schnell. Aber das ist ein Problem, weil man glaubt dann einfach denen ein bisschen zu viel, ein bisschen zu schnell, weil die machen auch große Fehler. Weil die machen auch große Fehler. Und das ist ein Problem, wenn wir dann quasi unsere Arbeit, unser Wissen oder unser Vertrauen da reinsetzen und irgendwie das dann eben nicht so rauskommt, wie das dann eigentlich sollte, weil man denen zu viel vertraut. Und das ist das Thema, das wir heute miteinander anschauen. Diese Sprachmodelle und generell KI-Modelle, also KI ist mehr als nur LLMs, aber ja, die haben ihre Grenzen. Ja, und wenn wir die nicht berücksichtigen, dann machen wir Fehler. Dann machen wir einen großen Fehler, weil das, was wir dann damit generieren und vielleicht auch unsere Kunden abgeben oder vielleicht für uns benutzen, weil das dann fehlerbehaftet ist. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Ne? So, also das ist ein Riesenproblem. Deswegen hilft es zu verstehen, was steckt denn da so ein bisschen unter der Haube, wie ist sowas eigentlich aufgebaut. Und wenn wir das verstehen, sind wir auch, was kann das nicht, das Ding. Und da hilft es dann auch, uns dann zu verstehen, okay, gut, was sind denn die Pros und Cons und wie können wir denn in unserem kritischen Denken gut damit umgehen mit diesen Modellen. So, genau, gehen wir da ein bisschen weiter. Ich klick und klick. Ja, alles gut. Gut. Also, ich starte gerne mit ein bisschen Humor. Lies doch das gerne selbst. So, liebes GPT-LLM. Noch einmal, LLM steht für Large Language Model. Das ist nichts anderes als eine Sprach-KI. Erklär mir das Konzept des freien Willens. GPT sagt, nö. Vielleicht ist das gerade die Erklärung, ne? Okay. Oder hier, KI in der Unternehmensführung. Achtung, der Chef kommt. Ja, wer kommt? So ein Computer. Ein Rechenserver. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt, dass wir in so eine Zukunft reinlaufen, aber viele Leute haben Angst, dass wir in so eine Zukunft reinlaufen. Oder das hier. Das ist ein bisschen gemein, ne? Das habe ich mit künstlicher Intelligenz geschrieben. Ja, mit deiner eigenen wäre es auch nichts geworden. Naja, okay. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn wir das kritische Denken abgeben und uns quasi nicht üben im kritischen Denken mit KI, dann kommen wir aber eher so ein bisschen in dieses Problem rein. Ne? Das ist mit dem eigenen nichts mehr wert. Oder das da hier. Das wünscht sich jeder in der Geschäftswelt. Noch mehr Meetings. Gute Nachrichten, ChatGPT kann uns echt eine Menge Arbeit abnehmen. Jetzt haben wir noch mehr Zeit für Meetings. Da sind nicht immer alle begeistert. Okay. Was möchte ich in dieser doch sehr kurzen Zeit mit euch heute anschauen? Ja, die Agenda, unser Fokus heute ist Nummer 1, wir schauen an, was ist KI? Also KI, künstliche Intelligenz, das ist mehr als nur LLMs. Ja, viele Leute, wenn sie an KI denken, dann denken sie an LLMs, also GPT und so weiter. Oder eben dieses, wie hast du das genannt? Dieses orangene M, genau. Das ist mehr als nur LLMs, ne? Aber was ist es denn eigentlich? Dann, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Was steckt da unter dieser Haube?
Und dann gleichzeitig auch, was sind denn die neuen Skills, die wir brauchen? Also, welche Fähigkeiten brauchen wir denn im Zeitalter von KI? Und da kommen wir wirklich auf das kritische Denken. Das ist was ganz, 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 ganz Wichtiges. Und wenn wir das nicht beherzigen, dann machen wir ein paar Fehler und wir werden dann heute gleich ein paar Beispiele, ein paar Super-Fails sehen, was passiert, wenn man das eben nicht macht, wenn man nicht genug kritisch damit umgeht. Das führt uns letztlich in das Thema der KI-Ethik, also wie sieht denn eigentlich ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser Technologie aus? Ganz kurze Frage an dich. Stimmt meine Uhr? Wir haben jetzt quasi so 17, 18 nach. Ja, super, perfekt, gut. Damit meine Orientierung hier auch stimmt. So. Also, gut, stürzen wir in dieses Thema rein. Ein paar Impressionen. Warum ist das Thema KI und kritisches Denken denn eigentlich so wichtig? Ich möchte starten mit einer Studie, aus der MIT in den USA. Ihr kennt die MIT wahrscheinlich, das ist ein bisschen die ETH aus den USA. Die hat diesen Sommer eine Studie publiziert. Das waren 3 Gruppen, insgesamt 54 Probanden, die mussten ein Essay schreiben. Ja, es gab 3 Gruppen. Eine Gruppe, die durfte LLMs benutzen, also ChatGPT. Eine zweite Gruppe, die durfte Google benutzen für den Essay. Das war dann die Google-Gruppe. Und die dritte Gruppe, die durfte gar keine Hilfsmittel benutzen. Ja, die mussten quasi selbst mit ihrem eigenen Kopf alleine arbeiten. Gut. Dabei haben sie die Hirnaktivitäten gemessen und später auch geschaut, wie gut können sie sich eigentlich quasi erinnern an das, was sie geschrieben haben. Und ich glaube, ihr seid wahrscheinlich nicht erstaunt, wenn wir jetzt erfahren, dass die letzte Gruppe, die Gruppe, die ohne Hilfsmittel gearbeitet hat, dass diese die stärksten Hirnaktivierungsmuster aufwiesen und gleichzeitig, dass diese Leute sich später, ungefähr einen Monat später, auch noch am stärksten und am besten an die Aufgabe und den Essay erinnern konnten. Ja, ein bisschen schlechter waren dann die, die Google benutzt haben und am schlechtesten waren eigentlich die, die LLMs benutzt haben. Ja, die konnten sich zum Teil gar nicht mehr gut an diesen Essay erinnern und die hatten die geringste Gehirnaktivität oder ja, das Muster, das wir dort sahen. Und das erstaunt auf der einen Seite nicht, aber auf der anderen Seite muss es uns auch als Anhalt dienen, in uns reinzukehren und uns zu überlegen, okay, was bedeutet das für uns? Wie wollen wir denn damit umgehen? Wo wollen wir denn das Denken auslagern und wo denn eigentlich nicht? Ja? Weil offensichtlich verleitet so ein LLM uns, ein bisschen die kognitive Last einfach zu externalisieren, abzugeben. Gut. Es gibt noch weitere Studien. Jetzt sind wir hier schon ein bisschen weitergegangen. Ne? So. Das war die MIT-Studie. Das da hier ist die Studie von der Wharton School, also der Pennsylvania School oder University of Pennsylvania. Die haben auch eine Studie durchgeführt. Da waren 4.500 Personen dort drin. Die mussten Informationen zusammentragen und später darüber Antworten generieren. Also, was habt ihr da gesucht? Was waren die Antworten, die ihr da gefunden habt? So, einige benutzen LLMs, andere benutzen hier nur eine Suchmaschine. Und auch hier erstaunt uns nicht, jene, die quasi noch selbst suchen mussten mit der Suchmaschine, die gaben später wesentlich bessere Antworten und auch originellere Antworten, auch als jene, die quasi nur mit LLMs das Ganze geschrieben haben. Okay, das heißt auf der einen Seite, wir verlieren ein bisschen an Originalität, das wollen wir eigentlich nicht bei unserer Arbeit, aber auf der anderen Seite auch, wir wollen LLMs ja nicht benutzen, wir wollen sie ja benutzen, ne? Aber wir möchten sie halt auch so benutzen, dass wir auch das Maximale an unserer Denkkraft auch rausprovozieren und gleichzeitig halt eben das bestmögliche Produkt oder der bestmögliche Lernerfolg haben letztendlich. Ne? Es gibt noch eine dritte Studie, die ich euch hier mitgebracht habe. Und zwar, das war auch von der University of Pennsylvania. Die haben aber eine Studie in der Türkei durchgeführt mit 1000 Gymnasiasten. Ja, und die mussten LLMs benutzen, um quasi Matheaufgaben zu machen. Ja? Es hat sich da herausgestellt, jene, die LLMs benutzt haben für ihre Mathematikaufgaben, die waren natürlich besser als jene ohne LLMs. Die haben das irgendwie auch am besten gelernt, aber letztendlich bei der Prüfung sah das ein bisschen anders aus, weil die waren dann 17% schlechter als jene, die ohne LLMs gelernt haben.
noch einmal, das soll uns nicht als Anlass dienen zu sagen, wir sollen diese nicht benutzen, die LLMs. Aber es soll uns als Anlass dienen, uns zu hinterfragen. Wie wollen wir das Ganze benutzen? Und wie müssen wir das Ganze dann auch kritisch sehen oder vielleicht eben auch kritisch hinterfragen? Es zeigt sich, und das ist jetzt wichtig für unsere heutige Diskussion, je mehr Leute also mit LLMs arbeiten, desto weniger setzen sie oft kritisches Denken ein. Das ist aber sehr paradox. Warum? Es ist paradox, weil das kritische Denken ist eigentlich umso wichtiger, je mehr wir diese LLMs benutzen. Meine Frage an alle von euch. Warum? Warum sagt jetzt hier der Josh hier vorne, dass kritisches Denken wichtiger ist, je mehr wir LLMs benutzen? Was habt ihr das Gefühl? Ja? Wir müssen die Inhalte plausibilisieren und überprüfen, ob sie dementsprechend, was wir das Ziel haben. Alright, ich schreibe das hier mal auf. Ne? Wir müssen die Inhalte plausibilisieren. Alright. Plausibilisieren, das ist ein guter Grund. Alright, deswegen müssten wir das auch kritischer beleuchten. Weitere Ideen? Warum müssen wir mit KI kritischer denken, jawohl? Es kann die Dummen dümmer machen und die Klugen klüger. Alles klar, okay. Es verstärkt, ich sage es mal so, ne? Es verstärkt das, was wir bereits haben, alles klar, okay. Weitere Ideen? Das wir bereits haben, alles klar, okay. Ja. Es ist limitiert auf die Informationen, die in dem LLM drin sind. Alright. Es gibt starke Limitierungen. Es ist limitiert auf die Informationen, die im LLM drin sind. Definitiv. Es hat Filter drin. Filter, wer hat das gesagt? Es hat Filter, was meinst du damit? Ja, stell mal eine kritische Frage. Alright. In der Regel sagen wir dem so, das Ganze ist moderiert, das ist eine Moderation darin, genau. Manchmal auch ideologisch, ja. Hinter der ganzen Programmierung steckt auch eine Persönlichkeit. Alright. Also meinst du, Personen programmieren das, oder? Sorry? Mit einer Ideologie. Okay. Ich denke, das ist nicht zu vernachlässigen, dass die Ideologie in die Programmierung der Codes mit einfließt. Alright. Ich packe das hier zu der Moderation dazu. Ich glaube, da habe ich noch eine Hand gesehen. Die Quellen sind nicht transparent. Quellen sind nicht transparent. Jawohl. Quellen intransparent. Ja. Transparent. Weitere Ideen? Ja, es macht einen Durchschnitt vom Durchschnitt. Sehr schön. Alright. Also Durchschnitt vom Durchschnitt. Es wird immer wie schlimmer natürlich. Selbstverstärkend dort. Jawohl. Ja, es basiert auf alten Daten oder es nimmt Rückwärtiges, keine Vision im Nichts. Alright, ich mache das mal in Klammern. Alte Daten, weil es gibt schon Möglichkeiten, wie man versucht, das irgendwie zu aktualisieren mit einer Technologie, über die sprechen wir dann später. Retrieval Augmented Generation heißt die. Ja? Es verstärkt die Klischees. Klischees. Alright. Klischees. Gut, ich würde mal sagen, ich breche das jetzt mal ab. Ihr wart sehr kreativ, ihr habt gut mitgedacht, vielen Dank. Wir haben jetzt hier schon einmal ganz viele gute Gründe, warum wir dem Ganzen nicht einfach so trauen sollten. Okay? Warum wir unseren Kopf eben nicht ausschalten dürfen, mitdenken müssen, kritisch denken sollen. Und jetzt seht ihr hier das Paradoxon, oder? Oft, je stärker wir mit GPT arbeiten und so, desto weniger denke ich selber nach. Aber schaut mal eure eigenen Ideen hier an. Je mehr wir das brauchen, desto mehr sollten wir eigentlich kritisch darüber nachdenken und unseren Kopf eben nicht ausschalten. Ne? Ich hoffe, das dient als Plädoyer für das, was wir hier diskutieren wollen. Ne? Wir lesen auch ganz oft in den Nachrichten davon, hier zum Beispiel bei der NZZ, gerade diesen Sommer, wer ständig ChatGPT fragt, übt sich weniger im kritischen Denken, untergräbt die künstliche Intelligenz vielleicht die menschliche. Dann hier, wer mit ChatGPT Mathe lernt, bekommt schlechtere Noten. Wer damit Recherchen durchführt, vergisst das erarbeitete Material bald wieder. Nun zeigt die frühe Forschung zu Lernen im KI-Zeitalter, es ging auch anders. Es muss ja nicht so sein. Ne? Wir sind ja nicht gezwungen, unseren Kopf abzuschalten. Und deswegen sollten wir das auch nicht tun. Aber die Verlockung ist durchaus hier.
Ja? Ich werde doch immer wieder auch von Freunden gefragt, benutzt du GPT für dieses und jenes? Und wenn ich dann sage ja, dann fragen sie mich dann manchmal, ja, wie entgegnest du der Verlockung, einfach das Denken abzugeben und quasi eben nicht mehr selber mitzudenken? Ich glaube, im Moment leben wir gerade so in einem Zeitalter, wo wir das quasi aktiv erlernen müssen. Diese Human-AI-Collaboration, wo wir quasi LLMs und KI-Modelle benutzen, aber halt eben verantwortungsvoll. Ein Beispiel, wie man es eben nicht machen sollte, wurde gerade letzte oder vorletzte Woche publik. Ja, und zwar bei der Firma Deloitte. Hände hoch, wer kann mir sagen, was Deloitte ist? Ich glaube, ihr kennt das. Ja. Wirtschaftsprüfung. Ja. Wirtschaftsprüfung. So Eine Wirtschaftsprüfung, genau. Wirtschaftsprüfung, sie machen auch viel Consulting. Ja, Deloitte hat letzte Woche hat sich das Ganze ein bisschen verscherzt. Warum? Sie hatten einen Auftrag von der australischen Regierung bekommen, um gewisse Sozialsysteme zu beleuchten, zu analysieren, einen Bericht zu schreiben. Hand hoch, wer hat von dieser Nachricht gelesen? Ja, sehr gut. Kannst du mir im schwarzen Jacket kurz sagen, was ist hier passiert? Wir haben diese KI abgestellt. Keine Gegenprüfung. Ganz genau, richtig. Also jetzt stell dir das mal vor. Die australische Regierung gibt dir als Deloitte einen Batzen Geld, um eine Analyse durchzuführen. Und es stellt sich dann letztlich heraus, dass sie das eigentlich zu großen Teilen mit GPT geschrieben haben. Das war mit GPT-4o noch. Ja, da waren viele Fehler drin. Die Hälfte der Referenzen, die gab es gar nicht, die dort drin standen. Ja, das war kein Riesenauftrag. Also ich meine, das waren 250.000 €. Da ging es jetzt nicht ums Geld. Der große Verlust hier war das ein riesen Reputationsverlust. Stell dir vor, du bist bekannt dafür, für deine Analysen. Man gibt dir Geld gerade für deine Analysen. Ja, und dann macht sich die Nachricht breit, du hast die Analysen nicht selbst gemacht. Du gibst die Hälfte deines Denkens einfach ab. Das ist ein großes Problem. Ich hoffe, damit kann ich euch ein bisschen schmackhaft machen, dass wir unser Denken nicht abschalten sollten. Im privaten und auch im ökonomischen Umfeld, auch wenn wir, ja, auch in unserer Arbeit. Ne? So. Ich klicke hier drauf, da passiert gerade wenig. Gut, also, wir haben hier ein Grundproblem. Ja? Auf der einen Seite sehen wir haben zu großes Vertrauen in die KI. Oft scheint das der Fall zu sein. Das bedingt aber, oder das bedeutet auch, dass wir sehr stark von dem Problem betroffen sind, dass wir zu wenig kritisch denken. Wir lagern also hier die Kontrolle zu stark aus. Das führt auf der einen Seite zu wirtschaftlichen Schäden, finanziell, aber hier in dem Deloitte-Beispiel auch Reputationsverlust. Und aber auch zu persönlichen Schäden. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir das fürs Lernen benutzen, ein verminderter Lerneffekt. Dabei könnte man es auch benutzen, um aktiv gut zu lernen. Ja? Das geht auch anders. Das heißt, kritisches Denken ist notwendig, wenn wir KI benutzen. Hier ein weiteres Beispiel aus der NZZ. Verblüffend gute KI-Videos. Hi, ich habe noch genug Platz hier. Verblüffend gute KI-Videos. Im Moment werden die KI-Videos immer wie besser. Ja. Vor kurzem, ich glaube letzte oder vorletzte Woche, wurde eine neue Videogenerationssoftware von OpenAI herausgegeben, also Sora 2. Sora 1 war ja noch richtig schlecht, Sora 2 ist mittlerweile schon relativ gut. Relativ ähnlich gut schon wie Veo 3 von Google. Ne? Und ja, mit Sora zeigen OpenAI, wie man Vertrauen im KI-Zeitalter verspielt. Was sagen Sie? Die KI-generierten Filme von OpenAI sind besser als die der Konkurrenz. Doch die Sicherheitsschranken der Firma taugen nicht. Täuschend echt aussehende Videos von Wahlmanipulation, Verbrechen und Kriegsopfern machen klar, OpenAI hat sein Produkt nicht unter Kontrolle. Hand hoch, wer hat schon von Sora 2 gehört? Hat jemand schon mit so einem Videogenerationsmodell gearbeitet? Noch nicht? Ja? Mit welchem Modell hast du gearbeitet? Mit Sora. Sora 1 oder 2? Ich weiß nicht, wann das 2 rausgekommen ist. Also letzte Woche oder vorletzte Woche. Und das ist Invite-Only. Im Moment haben wir noch nicht alle Zugang drauf. Ja. Sora 1, das war ja noch nicht so gut. Ne? Das hier ist schon verblüffend echter. Das Problem von Deepfakes wäre natürlich dadurch immer immanenter. Ne?
Und da haben wir ganz, ganz viele zusätzliche Probleme mit Eigentumsrechten und so weiter und so fort. Ich lese euch hier was aus diesem NZZ-Artikel vor. Die Firma zeigt, wie man es nicht tun sollte, auch mit Blick auf die Eigentumsrechte. OpenAI, das ist quasi die Gründerfirma von ChatGPT, ja, verfolgt hier die Strategie des Opt-out statt eines Opt-ins. Statt sich vorher das Einverständnis der Urheber zu sichern, bedient sich die Firma dreist an deren Werken und verlangt, dass man sich aktiv über diesen Diebstahl beschweren muss. Die Krönung dabei: Urheber müssen jeden Fall einzeln anprangern und können der Nutzung nicht pauschal widersprechen. Gerichte werden wohl entscheiden, ob dies rechtmäßig ist, doch die Mühlen der Justiz mahlen bekanntlich langsam. Und in der Zwischenzeit produziert Sora und die anderen Generationsmodelle weiter KI-Videos mit geschützten Charakteren wie Super Mario, Pokémon und anderen Comicfiguren. So, also das ist der Mittelfinger an alle Künstler, die von ihrem geistigen Eigentum leben. Ja? Auf der einen Seite ist es ein Mittelfinger, auf der anderen Seite ist es ein Problem, weil es immer wie schwieriger wird für uns, so ein bisschen das Echte vom Unechten zu unterscheiden. Und das Internet wird immer wie voller von Material, das bereits generiert wurde, von KI-Modellen, die wiederum quasi auf Texten basieren, die aus dem Internet stammen. Ja, das heißt, das Ganze wird dann wieder und wieder und wieder verwertet und neues, originelles Material wird immer wie rarer. Man nennt das, hat es schon jemand gehört, man nennt das die Dead Internet Theory. Vielleicht muss mir da jemand helfen mit dem, mit dem Computer. Man nennt das die Dead Internet Theory. Hat das schon jemand gehört von euch? Hat jemand eine Idee? Dass es, ja, du hast es schon gehört? Die Begrifflichkeit selber nicht, aber dass die Replikation und der Replikation natürlich der Degradation geht. Ja. Der Kreativität, die lässt halt einfach nach. Ja, das ist genau das Problem, oder? Es wird quasi repliziert und wieder repliziert. Und ja, da haben wir weniger originelles Material. So. Dead Internet Theory ist eine Idee, die kommt aus den Anfang 2000er Jahren. Und da hat man schon Angst gehabt, ey Leute, das Internet wird irgendwann voll von Robotern, von Bots. Wir haben kein neues Material mehr. Das ist ein Problem. Naja, ich glaube, seit wir generative KI haben, haben wir dieses Problem erst recht. Eine Frage an alle. Generative KI, könnt ihr mir kurz erklären, was das ist? Und was denn eine Alternative dazu wäre? Wir sprechen hier von Gen AI. Gen AI, das ist gut, dass wir jetzt hier einen Flipchart haben. Gen AI. Generativ. Genau, was bedeutet das? Ja, das gesagt, erzeugen. Erzeugend. Genau, was ist die Alternative? Bevor wir jetzt generative KI erlebt haben, das kam neu auf, so 2017, 2018. Was war denn vorher das Ding? Parametric. Sorry? Parametric. Ja, genau. In Abgrenzung, hast du schon mal von klassifizierender KI gehört? Ja, genau. Was ist denn der Unterschied? Dass es genaue Regeln gibt. Klassifizierend. Ich spreche nicht ganz von dem. Wir kommen zu dem, was du meinst, dann auch gleich. Also die Daten werden sozusagen von Menschen klassifiziert, also unterstützend. Die Modelle lernen durch Unterstützung von Menschen. Genau, das ist zwar eigentlich auch noch was anderes, das hat mit dem Trainingsmaterial und mit der Trainingsmodalität zu tun. Klassifizierende KI meint eigentlich, dass die KI vor allem klassifizieren kann. Ja, das bedeutet, ich kann dem Modell Hundefotos, Katzenfotos zeigen und das Modell kann unterscheiden, das ist ein Hund, das ist eine Katze. So. Was klassifizierende KI aber nicht kann, ist ein Hundefoto zeichnen, so. Oder ein Katzenfoto generieren. Das können wir heute mit Gen AI. Das ist aber relativ neu. Ne? Das geht eigentlich seit 2017, 2018. Ist relativ neu. Das bedeutet aber auch, dass mit diesem Gen AI wird aber auch immer wichtiger, dass wir das kritischer hinterfragen. Okay? So. Hinterfragen. Weil wenn jetzt alle was generieren können, dann können wir alle neue Dinge generieren. Ja? Bei Klassifizierender ist es noch ein bisschen weniger problematisch, weil das Internet noch weniger voll war von Falschinformationen, die von Bots generiert waren. Ne? So.
Okay, also kritisches Denken ist absolut notwendig. Was ich jetzt euch mitbringen möchte, ist, dass, wenn wir von KI sprechen, denken viele an LLMs. Wenn ich die Menschen auf der Straße frage, hey, benutzt du KI? Dann sagen sie, ja, ich habe schon ein bisschen mal mit ChatGPT gearbeitet. Aber LLMs ist einfach, das ist eine Möglichkeit oder eine Variante, die wir kennen von KI, aber nicht alles. Lasst uns das mal zusammentragen. Was versteht ihr denn unter künstlicher Intelligenz? Frage an alle. Maschinelles Zusammenstellen. Okay. Maschinelles Denken traue ich mir nicht zu sagen. Okay, vielleicht nicht maschinelles Denken, aber maschinelles Zusammenstellen von neuen Informationen. Ja. Okay, alles klar. Noch weitere Ideen? Also auf der Basis von Algorithmen natürlich. Von Algorithmen und auf der Basis von Daten. Genau, von Daten. Also Datenablage, Verarbeitungsprozesse. Okay, alright. Gut, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, heute moderne KI, ja? Selbstlernende Prozesse. Selbstlernende Prozesse, ob schon, genau, also maschinelles Lernen meinst du, ne? Genau, ja. Das funktioniert heute oft mit künstlich neuronalen Netzwerken. Was soll das eigentlich sein? Ja? Künstliche Hirne. Künstliche Hirne? Ja. Wir haben vorhin gehört, ich wurde vorgestellt als eben mein erstes Doktorat, habe ich in der kognitiven Neurowissenschaft gemacht. Ja? Haben wir das Gehirn studiert. Wenn ich von künstlich neuronalen Netzwerken höre und eben von künstlichen Gehirne, der Neurowissenschaftler in mir, das mag ich gar nicht, die Begriffe, aber die pendeln sich gerade so ein. Ja? Man nennt das heute tatsächlich so. Wir sprechen dann auch von künstlichen Neuronen. Was könnte das denn sein? Also, das sind riesige statistische Netzwerke, die miteinander quasi verflechtet sind, diese künstlichen Knoten. Bei jedem von diesen Knoten besteht oder passiert eine Matrixmultiplikation. Und was wir da eigentlich haben, ja, ist quasi einfach eine statistische Hochrechnung. Wir haben viele, viele Daten von früher oder die wir dann ins Modell reinkippen und extrapolieren aus diesen Daten. Ja. Was ist Hirn eigentlich? Was ist das Gehirn ja selber nichts anderes, oder? Ja, das ist eine philosophische Diskussion, die wir gerne im Anschluss führen können. Die Zeit ist ein bisschen zu knapp, hier ein bisschen reinzuspringen. Wenn wir von LLMs sprechen, sprechen wir aber auch oft von NLP. Wer hat das schon mal gehört? Jawohl. Vielleicht du? Was ist NLP? Neurolinguistisches Programmieren. Das gibt es auch. Das ist jetzt nicht in diesem Kontext. Gibt es auch, ja. Wer hat eine andere Definition von NLP? Ja? Natural Language Processing. Jawohl, was ist das? Natural Language Processing? Wie man mit natürlicher Sprache umgehen kann. Okay, ganz genau. Was moderne KI kann, ist, sie kann mit moderner Sprache oder mit natürlicher Sprache umgehen. Das Pendant zu natürlicher Sprache wäre eine Programmiersprache. Ja, das ist keine natürliche Sprache. Ich spreche nicht in einer Programmiersprache, wenn ich mit dir spreche. Ich spreche in normalem Deutsch oder Englisch oder Französisch oder Spanisch, was weiß ich. Ja? Das ist eine natürliche Sprache. Und die künstlichen neuronalen Netzwerke können auf einmal relativ gut, können viel besser als herkömmliche Computer mit Sprache umgehen. Mit allem, was so ein bisschen weicher ist. Fuzzy Logic. Ja? Computer Vision, was ist denn das? Das ist das Gleiche, aber mit Bilder. Ja? Also Bildgenerierung, Image Recognition, das ist Computer Vision. Ja? Das ist ein ähnliches Prinzip. Ja? Wir füttern das auch mit ganz vielen Daten von Bildern jetzt aber. Für das es funktioniert, brauchen die gute Chips, ja? Die CPUs und GPUs. Und ein Riesenproblem kommt jetzt hier bei diesen künstlich neuronalen Netzwerken. Das habt ihr hier vorher noch nicht genannt. Wir nennen das die KI-Halluzination. Das benutzt man heute sogar als technischer Begriff. Wer hat das schon mal gehört? AI Hallucination. Vielleicht du, kannst du sagen, was das ist? Wenn ChatGPT zum Beispiel eine Frage nicht beantworten kann, dann fängt es halt an rumzuspinnen. Halluzination. Ja, vielleicht kann es das sogar beantworten, aber es beantwortet das Ganze falsch. Ja, klingt vielleicht sehr richtig, klingt auch sehr confident, ist aber falsch. Ja, von dem her, das ist ein riesengroßes Problem. Ja. Die großen LLMs, wir haben jetzt schon ein paar gehört, ja, das Orange M, ChatGPT,
Die großen LLMs sind zum Beispiel GPT. Ja? Es gibt aber auch große Konkurrenten, zum Beispiel Gemini von Google DeepMind. Ja? Die sind im Moment sehr führend in der Forschung. Claude von Anthropic AI, die bemühen sich um eine ethische KI. Llama von Meta, also von Facebook. Die sind vor allem sehr führend mit quasi Open Source, Open Weights. Le Chat von Mistral. Dann Grok von X, der ist bekannt von Elon Musk. Ja, das ist ein bisschen weniger moderiert, sehr frech. Vielleicht habt ihr schon von Apertus gehört diesen Sommer. Apertus ist quasi ein Modell, das von der ETH und von der EPFL jetzt diesen Sommer publiziert wurde. Das ist eine Schweizer Variante, die sollen sehr viel transparenter sein. Vielleicht habt ihr auch schon von DeepSeek gehört. Ja, das ist eine chinesische KI. So, also, nebst LLMs, Large Language Models, was gibt es denn sonst noch so für KI-Modelle? Ja? Perplexity. Gut, Perplexity ist ein sogenannter AI-Wrapper. Ja? Das heißt, es nimmt bestehende LLMs und baut drauf auf. So, ja? Perplexity arbeitet meistens mit GPT und Gemini und Claude und so weiter. Sogenannter AI-Wrapper. Ja? Was ist der Unterschied zwischen OpenAI und AI? Also ETH hat OpenAI gemacht. Nee, also OpenAI ist eine Firma. So, ist eine Firma in Silicon Valley in Kalifornien. Open Source AI. Meinst du Open Weights vielleicht? Open Source. Gibt es Open Source AI? Das gibt's, ja. Man nennt das Open Weights. Genau. Richtig. Können wir gerne im Anschluss noch ein bisschen mehr diskutieren, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit haben. Aber genau. Ein Beispiel, das ich jetzt euch hier mitgebracht habe, wäre zum Beispiel das Startup Nixoya. Nixoya nimmt eure Marketingdaten, wenn ihr mit ihren arbeiten wollt, ja, und extrapoliert das in die Zukunft und will euch damit helfen, das Marketingbudget gut zu allozieren. Wo im Online-Bereich möchte ich mein Marketingbudget eigentlich investieren? Ja? Das hat überhaupt nichts mit Sprache und mit Bildmaterial zu tun. Ja? Das hat mit Marketingdaten zu tun. Und deswegen, damit will ich euch zeigen, ey, mit KI kann man noch viel mehr machen, als jetzt nur quasi Sprache zu generieren, zu detektieren. KI ist ein Riesenthema. Gut, was meinen wir eigentlich damit? Schauen wir ganz kurz unter die Hupe. Ja? Ich möchte davor aber kurz den Begriff künstliche Intelligenz kritisieren. Ich mag den Begriff gar nicht. Warum künstliche Intelligenz? Warum künstlich? Warum intelligent? Die Kritik, die ich hier hege, nennt man, das ist eine Anthropomorphismuskritik. Was bedeutet das auf Deutsch? Anthropomorphisierend ist eigentlich, dass wir zu viele menschliche Eigenschaften wo reinlesen. Ja? Und ich finde, das machen wir mit so künstlicher Intelligenz, mit diesen Begriffen, die wir hier benutzen. Künstliche Intelligenz, ja, es ist intelligent. Wir sprechen von künstlichen neuronalen Netzwerken. Das klingt alles sehr menschlich. Dadurch lesen wir sehr viele menschliche Eigenschaften in so ein Modell rein, das es gar nicht unbedingt besitzt. Ja? Das kann es nicht alles. Und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Ja? Wir sprechen hier auch von Narrow AI. Enge KI ist quasi, wenn eine KI nur etwas kann, vor allem Texte generieren. Der heilige Gral ist, dass wir zu einer Generalized AI kommen, also AGI, dass es ganz viel Unterschiedliches kann, jetzt nicht nur Texte generieren. Ja? Wenn da noch Bewusstseinsdiskussionen reinkommen, dann sprechen wir dann von Strong AI und ja, aber das ist dann je nachdem eine philosophische Diskussion. Gut, ihr benutzt KI alle schon sehr lange, zum Beispiel bei Google. Ja, und das KI-Modell, das da dahinter steht, nennt sich BERT. Jetzt, was ist denn der Unterschied, wenn ich nach einem Bild google und wenn ich ein Bild neu generiere? Jetzt geht es mir ein bisschen zu schnell hier. Was ist denn hier der Unterschied? Ja. Google referenziert oder sucht existierende Bilder und Bild neu generieren heißt, ich glaube, dass diese Pixel eben neu zusammen passieren. Ganz genau. Ganz genau. Wenn ich ein Bild google, dann gibt es das da draußen im Internet. Wenn ich es neu generiere, dann wurde es zwar generiert anhand oder trainiert anhand von Bildern im Internet, aber das gibt es so eigentlich noch nicht. Ja? Unterschied klassifizieren und generativ haben wir vorhin gerade gesehen. Ja? Zuerst haben wir nur klassifizierende KI gehabt und mittlerweile arbeiten wir sehr stark mit generativer KI. Auch hier den Unterschied zwischen Computer Vision und Natural Language Processing haben wir gerade diskutiert. Wir versuchen immer wie mehr KI-Modelle zu erschaffen, die vieles können. Ja? Das sind sogenannte multimodale Modelle. Und mittlerweile können sie ganz schön viel. Man kann mit Text andere Texte generieren, Bilder generieren, Videos generieren, Musik generieren, Apps generieren und so weiter und so fort. Ja?
Ich gehe davon aus, dass man relativ bald schon sehr stark, oder vielleicht kann man das auch schon, das könnt ihr mir dann im Anschluss sagen, dass man quasi in Building Information Modeling Systems auch mit KI vielleicht Texte eingeben kann und Dinge generieren kann. Wahrscheinlich kann man das schon, ne? Ja, okay, gut. Das ist der Trend hin zu der multimodalen KI. Das hat sich alles entwickelt, ja. Die ersten digitalen Computer kennen wir aus den 40er Jahren. Aus den 40er Jahren, okay. Und das erste künstlich neuronale Netzwerk haben wir schon in den 50er Jahren kennengelernt. So, vielleicht ist das der freie Wille von meinem Computer, ne, den wir heute diskutiert haben. Okay, alles klar. Das erste Modell kam in den 1950er Jahren, okay. Das bedeutet, KI ist nicht eigentlich neu. Ja, das gibt es eigentlich schon eine ganze Weile. Hat sich dann über die Geschichte entwickelt und seit 2020 ist dann richtig viel passiert. Ja, also die großen Modellrevolutionen kamen da. Und die sind konstant ein bisschen so hin und her gerissen zwischen der Frage, ja okay, ist das Ganze underhyped oder ist es overhyped? Und vielleicht ein bisschen beides, ja, weil es ist transformativ, aber irgendwie müssen wir auch uns bewusst sein, dass es nicht alles kann, nicht so viel kann, wie wir vielleicht denken. Ne? Okay, gut. Wer heute von KI spricht, spricht oft von künstlich neuronalen Netzwerken. So. Jetzt kommt das, was du vorhin gesagt hast. Ich weiß nicht genau, ob das du warst oder ich glaube, das warst du. Ne? Wir unterscheiden zwischen symbolischer KI und künstlich neuronaler KI. Die symbolische KI ist quasi das, was der normale Computer hier auch macht. Das ist Symbolmanipulation. Das ist noch nicht mit künstlich neuronalen Netzwerken. Ja? Heute arbeiten wir aber sehr stark mit künstlich neuronalen Netzwerken. Und das sehen wir mittlerweile überall, von Netflix über Amazon, Uber und so weiter und so fort. Da steckt überall mittlerweile, ja, stecken KNNs drin. Ja? Was die können, ist, dass sie quasi viel dynamischer sein können, beziehungsweise mit Unschärfe besser umgehen können. So sieht ein künstlich neuronales Netzwerk aus, wenn wir so eine kleine Variante davon haben. Normalerweise sind die aber sehr groß. Ja? Also auch das ist noch klein. Es sind Milliarden von solchen Punkten, das sind diese künstlichen Neuronen oder Knoten, die da miteinander verbunden sind. Ja? Das ist eine riesige Matrix-Multiplikation, die hier passiert. Und das Geheimrezept bei diesen LLMs ist eigentlich, dass sie quasi immer das nächste Token oder auf gut Deutsch das nächste Wort, wenn man so grob sagen will, errechnen. Das bedeutet, es ist eine riesige Statistikmaschine. Ja? Das ist eine Touchscreen, ich kann es aushalten. Alles gut. So, das ist eine riesige Statistikmaschine. Okay? Das extrapoliert einfach aufgrund von vergangenen Daten. Wir haben auch ein Overfitting-Problem, dass es vielleicht zu stark bei den vergangenen Daten bleibt. Ja? Das heißt, wenn wir schlechte Daten haben, dann haben wir auch schlechte Resultate. Ja? Generell kann man sagen, je mehr Daten, desto besser wird es in der Regel. Aber nur, wenn die Daten gut sind. Okay? Wenn wir keine guten Daten oder halt eben die falschen Daten haben, dann funktioniert das nicht wirklich. Was ich euch aber mitgeben will hier ist, hey, wir haben hier eigentlich nur eine statistische Maschine dahinter. Ja? Das kann nicht so aktiv mitdenken, wie du dir das vielleicht wünschst. So eine KI ist manchmal auch eine Blackbox. Was meinen wir damit? Was ist so eine Blackbox dahinter? Ja. Also wir sehen nur den Output, aber wir wissen nicht, was dahinter jemals herangezogen wurde. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen verzwickt, weil irgendwie wissen wir nicht so ganz, was da vor sich geht. Unbekannte Quellen. Ja, also das Ding ist, eigentlich ist es komisch, weil wir programmieren ja das Ganze, da wissen wir doch eigentlich, was da mathematisch abgeht. Aber die emergenten Fähigkeiten, die da rauskommen, dass es auf einmal so gut sprechen kann mit mir und so gut Bilder generieren kann und so weiter, das ist schon ein bisschen ein Mysterium. Es gibt eine Forschungsdisziplin, die sich jetzt etabliert hat, die nennt sich mechanistische Interpretabilität. Das ist eigentlich so ein bisschen die Neurowissenschaft von solchen künstlich neuronalen Systemen. Da versucht man herauszufinden, was passiert denn da eigentlich? Wie entstehen denn eigentlich diese Outputs? Also, was ist so eine KI? Nur statistisch, das ist eigentlich nichts anderes als ein riesen statistisches Modell. Okay? Das heißt, alle Resultate sind nur statistische Aussagen. Ja? Ist es eher ein Hund oder ist es eher eine Katze, das ich da vor mir sehe? Ne?
Das ist ein Problem, weil wenn ich eine garantierte Antwort will, dann gibt es mir keine garantierte Antwort. Es gibt mir eine statistische Antwort. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das bedeutet auch, wir müssen es ein bisschen kritisch beleuchten, weil oft gehe ich an GPT ran und möchte gerne eine definitive Antwort haben, aber das kann das Modell gar nicht. Warum? Weil was da unter der Hube steckt, kann keine definitiven Antworten liefern. Ja? Das extrapoliert aus diesen Trainingsdaten und macht mir also hier keine klaren und definitiven Aussagen. Das bedeutet hier, so ein LLM, ein Sprachmodell, ist kein Fact-Checker, kein Wahrheitsgenerator, keine Suchmaschine, kein apodiktisches Analysetool und erst recht kein Mathematiker im Sinne von, dass es mir einfach alles schön vorrechnet. Ne? Pros und Cons. Was kann es denn? Was es kann, ist mit Unschärfe umzugehen. Ja? Das macht es manchmal ein bisschen realistischer. Es kann mit der echten Welt ein bisschen besser umgehen. Ja? Also es kann besser Gesichter erkennen. Ist das jetzt eine Frau, ein Mann, Hund, Katze, Handschriften erkennen? Symbolic AI, klassische Computer können das fast nicht. Das ist echt extrem schwer für diese Computer. Ja? Das kann es jetzt aber. Ne? Das Problem ist aber, ich kriege nur ein statistisches Resultat. Die Ergebnisse bleiben unscharf, also nie zu 100%. Ist eher so oder eher so. Das heißt, Sie haben ein Problem mit der Verlässlichkeit. Ja? Und ebenfalls ein Problem mit der Halluzination, die wir hier vorhin besprochen haben. Einige klassische Probleme da sind KI-Halluzination. Es erfindet Dinge, die vielleicht nicht stimmen. AI-Sycophancy. Das bedeutet, sagt einfach viel zu viel Ja. GPT sagt selten Nein, obwohl es manchmal eigentlich sollte. KI-Alienierung, es macht nicht das, was ich möchte. AI-Runaway, es kann sich vielleicht auf die eine oder andere Art selbstständig machen. Und KI-Diskriminierung. Ne? Es werden nicht alle fair behandelt. Login bedeutet auch, dass es quasi nicht so gut aus einem Narrativ rauskommt. Ja, was sind denn jetzt die Skills, die wir heute brauchen? Die Fähigkeiten, kritisch mit solcher KI umzugehen? Ich habe hier ein Forschungspaper publiziert, das könnt ihr gerne selbst mal nachlesen. Dazu, das war letztes Jahr und da gibt es 3 große Kernmerkmale, die ich daraus gearbeitet habe. Nummer 1, wir brauchen eine KI-Literacy, also wir müssen uns auskennen mit der KI, damit wir das besser einordnen können. Wir müssen prompten können, ja, Prompt Engineering, das bedeutet, wir müssen richtig sprechen können mit diesen Dingen und gleichzeitig müssen wir das Ganze kritisch hinterfragen. Ja. Wir haben ein paar Probleme mit LLMs. Ja. Wir müssen da sehr gut aufpassen, wenn wir mit GPT und Konsorte arbeiten, weil es gibt starke Limitierungen. Also LLMs können Sachen erfinden, die nicht stimmen, sind zu affirmativ, können Daten verzerren, ja, diskriminieren, sie wissen eigentlich nichts. Lösungsansätze wie Retrieval Augmented Generation, wo man externe Quellen sucht, Internetseiten zum Beispiel, die funktionieren nur so mäßig, das Problem zu beheben. Verifizierungen anhand von weiteren Daten funktionieren nicht so gut. Sie generalisieren sehr stark. Die Daten sind nicht immer sicher. Ne? Wir haben sprachliche Limitierungen. Zum Beispiel ist das Modell besser trainiert in einigen Sprachen als anderen. Die Daten könnten manchmal auch nicht aktuell sein. Ne? Das haben wir vorhin auch schon gehabt. Und manchmal gibt es auch Unterschiede zwischen Gratis- und Bezahlversionen. Das bedeutet, LLMs sollten nicht benutzt werden, wenn das Resultat korrekt sein muss, ja? Wenn das Resultat auf eine ganz bestimmte Art und Weise aussehen muss und wenn das Resultat von der Genauigkeit abhängig sein muss. Versteht ihr das? Das ist ganz wichtig. Wenn ich das brauche, für neue Ideen zu generieren, ist das super. Wenn es aber zu 100% stimmen muss, dann muss ich aber ganz gut aufpassen, wenn ich LLMs benutze. Okay? Gut, was kann es denn aber? Eine gute Mensch-KI-Kollaboration sieht so aus. Wir können es brauchen für Ideation, also quasi neue Ideen zu generieren, also für kollaborative Gestaltung und wenn die Umsetzung unproblematisch ist. Wann ist sie unproblematisch? Ja eben, wenn es nicht 100% stimmen muss oder auf eine ganz spezifische Art und Weise aussehen muss. Wenn ich also einen Text schreibe, dann verlagert sich jetzt meine Aufgabe. Ja? Hin vom Schriftsteller zum Direktor, Strategen, Antreiber, Kollaborateur und auch Kontrolleur von so einem. Das bedeutet, LLMs sind keine unfehlbaren Experten, sondern intelligente und kreative Sparringpartner. Okay? Also, ich muss prompten können. Ja, es gibt verschiedene Arten zu prompten, verschiedene Prompt-Strategien. Hier habe ich auch mal was publiziert letztes Jahr. Da möchten wir jetzt nicht ins Detail gehen, sondern ich möchte euch eine Methode vorstellen, und zwar die sogenannte Craft-Methode. So,
Craft steht für Context, Role, Action, Format und Tone. Wie promptet ihr so ein LLM am besten? Ne? Wir setzen zuerst einen guten Kontext, also gute Hintergrundinformationen, was muss das Modell alles wissen, was könnte interessant sein für diesen Auftrag. Achtung, unnötiger Text hat den gegenteiligen Effekt. Also wenn ich quasi zu fest ablenke, dann bringt es mir was raus, das eben nicht gut ist für mich. Rolle, es gibt mir eine bessere Antwort, wenn ich quasi sage, hey, nimm die Rolle ein von einem professionellen Texter, einem Architekten und so weiter und so fort. Da versetzt es sich ein bisschen besser in diese Rolle. Action, ich soll sagen, oder am besten sage ich, was ich will. Na, erkläre mir, fasse zusammen, verbessere, übersetze, analysieren, paraphrasiere und so weiter. Ne? Gut. Das Format, was möchte ich? Ich hätte gerne eine Tabelle, eine Liste, ein Abstract, ja, eine SWOT-Analyse und so weiter. Und dann der Ton. In welchem Ton möchte ich das Ganze haben? Eher professionell, eher umgangssprachlich, mit Emojis, ohne Emojis, ernst, sarkastisch. All diese Informationen, die helfen mir, so ein LLM gut zu verwenden. Gut, schließen wir ab mit der KI-Ethik oder dem verantwortungsvollen Umgang hier mit so einem LLM und mit KI generell. Hier zum heutigen Anlass. Wenn Sie als Architekten, vielleicht sind Sie jetzt nicht alle Architekten, aber stellen Sie sich das jetzt mal vor, wenn Sie als Architekten mit KI ein Produkt generieren und abgeben, ja, wer trägt denn jetzt letztendlich die Verantwortung für das Ganze? Das gleiche Problem hatten wir auch bei Deloitte, ne? Wer ist verantwortlich? Ihr seid alle am Tuscheln, aber jemand muss es laut sagen. Ja, wir natürlich. Der Architekt, ja, wir natürlich. Ja. Ganz genau richtig. Sie sind natürlich selbst verantwortlich für das Ganze. Deswegen dürfen Sie auch den Kopf nicht ausschalten. Deswegen müssen Sie das auch sehr kritisch beleuchten. Es gibt verschiedene Automatisierungsgrade in dieser Mensch-KI-Kollaboration. Ne? Human in the loop, human on the loop, human out of the loop. Haben Sie das schon mal gehört? Noch nein? Eine Person hat es schon mal gehört? Okay, human in the loop, mein Freund, was ist das? Also wenn die Maschine arbeitet, der Mensch übernimmt und dann wieder Ergebnisse zurückspielt. Ganz genau richtig. Perfekt, ganz genau richtig. Also quasi, ich bin so in einem Loop drin, ich sage GPT, es soll was machen, kommt dann wieder zurück und ich muss dann quasi immer wieder die Aufträge generieren. Ja? Ich bleibe in diesem Loop. Human on the loop, was ist denn das? Supervising von dem ganzen Prozess, aber nicht mehr aktiv eingreifen. Ja, ganz genau. Ich sitze auf diesem Loop. Ich habe vielleicht so einen KI-Agent. Ich sage, mach mal was und dann arbeitet das, erstellt ein Produkt für mich und ich lasse es eigentlich mal arbeiten. Aber ich bin Supervisor. Ich schaue, dass das Ganze noch funktioniert. Es sollte gut funktionieren, es sollte so bleiben. Zum Beispiel, wenn ich in einem selbstfahrenden Auto sitze, dann macht es das Ganze von alleine, idealerweise, aber ich muss schon noch schauen, dass alles funktioniert. Ich habe hier noch ein Steuer und könnte da reingehen. Human out of the loop heißt, es macht jetzt alles selbst. Ja? Spotify spielt mir Musik ab und da braucht es keine Menschen mehr. Ja? Das kann ich einfach endlos eigentlich laufen lassen. So. Das heißt, und jetzt schließen wir gleich ab, die Verantwortung können Sie nicht abgeben. Okay? Egal welchen Automatisierungsgrad, wir sollten trotzdem unsere Verantwortung immer abgeben in dem Ganzen. Zum Schluss ein paar Superfails. Was passiert, wenn Sie Ihre Verantwortung nicht wahrnehmen? Ne? 2023 verurteilte ein US-Richter 2 Anwälte und eine Kanzlei, weil sie quasi unabsichtlich KI-generierte Fehlinformationen mit in die Verteidigung mit reingezogen haben. Die Verurteilung war nur symbolisch, das waren 5.000 US-Dollar, aber es hatte halt Signalwirkung. Nummer 2 hier, 2023 überzeugte jemand in LLM auf einer Händlerseite von General Motors, ihm ein Auto im Wert von 76.000 US-Dollar für einen US-Dollar zu verkaufen. Ne? Das Ganze ist viral gegangen. Ja, also der Deal kam dann nicht zustande, weil sie gesagt haben, ja, das ist kein offizieller Vertreter von uns, aber eben, ne, da haben wir das Problem. Ne? 2024, also letztes Jahr, wurde Air Canada vom höchsten Gericht in Kanada beordert, einem Kunden Geld zurückzugeben, ja, weil dieser eine falsche Information für einen Flug gekriegt hat. Ja, er hat gesagt, du, ich habe jetzt einen Flug gebucht wegen diesem Chatbot. Auch das war nicht sehr viel Geld, das waren ein paar hundert kanadische Dollar, aber da ging es ums Prinzip. Und ich bin froh, dass hier das höchste Gericht so geantwortet hat. Ne? Und damit möchte ich gerne abschließen, weil die Zeit ist jetzt um. Benutzen Sie die KI, wenn Sie wollen. Es gibt viele Möglichkeiten darin.
Aber behalten Sie die Kontrolle, okay? Die Kontrolle dürfen Sie nie ganz abgeben. Sie müssen kritisch das Ganze reflektieren. Das gilt für LLMs, aber auch für den Rest der KI-Welt, also für unterschiedliche Formen der KIs. So. Ich hoffe, dass ich jetzt in dieser kurzen Zeit ein bisschen das Ganze schmackhaft machen konnte und auch erklären konnte, warum kritisches Denken wichtig ist und wie das auch möglich ist. Vielen Dank und wir können jetzt gerne noch ein bisschen diskutieren. Ja, ganz toll, danke. Wie gesagt, es war gar nicht so leicht, jemand zu finden, der eine Kompetenz hat und auch uns ein paar kritische Punkte beizubringen. Es war auch sehr schwierig, Frauen zu finden, die eine Kompetenz haben in AI und KI übrigens, einfach so zum Sagen. Ist immer komischerweise eine männerdominante Crew. Kannst du das bestätigen oder? Keine Ahnung. Also die nächste ist eine Frau, trotzdem. Und natürlich, du hast so viel Kritisches gesagt. Ich glaube, da gibt es sicher Fragen und Anmerkungen von euch. Woher kommen denn die Fehler? Ist das schlecht programmiert? Oder Sie haben gesagt, es hat, wenn KI nichts weiß, dann erfindet es etwas. Ja. Also, wie passiert denn das, oder? Und wie kann, meine zweite Frage ist dann, wie merke ich denn, ob das richtig ist oder nicht? Okay, 2 sehr gute Fragen. Nummer 1, du sprichst hier von dieser KI-Halluzination. Ja? Das liegt in dieser Technik drin. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja vielleicht, es gibt die Möglichkeit, dass es fehlerhafte Daten gibt, aber das ist nicht der Hauptgrund oder nicht der einzige Grund. Ja? Das Ding ist, was das hier macht, ist, wir haben vorhin gesehen, deswegen war es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass was so ein LLM macht, ist, es ist eine Statistikmaschine. Ja? Ich gebe ganz viele Texte rein und mache hier Verknüpfungen. Okay? Diese Verknüpfungen von den Tokens oder sagen wir jetzt der Einfachheit halber von diesen Wörtern, diese Verknüpfung hat nicht zwingend was mit der Realität zu tun. Ja? Wenn in den Texten, die in diesem Datenmaterial drin sind, verschiedene Wörter stark miteinander korrelieren, dann kommen die in diesem Output auch wieder raus. Okay? Ob diese Korrelation auch wirklich was mit der echten Welt zu tun hat, ist nicht zwingend der Fall. So. Das heißt, das kriegen wir nie ganz raus, weil es halt eben nichts anderes ist als so eine Statistikmaschine. Es gibt ganz viele Bestrebungen, das rauszuboxen. Ja? Eine ist eine eher komplexe Variante. OpenAI hat diesen Sommer gerade ein Forschungspaper publiziert daraus. Da gehen wir jetzt nicht drauf rein. Eine andere Möglichkeit ist dieses Retrieval Augmented Generation, wo quasi das LLM quasi externe Websites suchen geht oder Datenbanken und dort versucht, Informationen rauszuholen. Auch dort, wir kriegen das Problem immer wieder, also wir kommen es nicht ganz raus. Die zweite Frage war super gut. Wie weiß ich denn jetzt, was stimmt? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht einfach, wenn ich nur GPT befrage. Ja? Wenn ich GPT befrage und quasi einen Output habe, ich weiß nicht zu 100%, ob das jetzt stimmt. Ja? Wenn ich garantiert wissen möchte, dass das stimmt, dann muss ich externe Quellen selber suchen gehen. Okay? Da gehe ich selber im Internet suchen, da gehe ich selber nachschlagen, gehe ich selber Experten befragen und so weiter und so fort. Ne? Das LLM, innerhalb des LLMs kann ich nicht 100% sicher sein. Ich kann nichts gegenüberstellen. Kannst du auch, damit minimierst du wahrscheinlich das Risiko, aber du möchtest wahrscheinlich zu 100% wissen, ob es stimmt oder so gut wie es nur geht. Oder? Und deswegen mein Tipp an alle ist, wenn es zu 100% stimmen muss, dann seid vorsichtig, glaubt dem Modell nicht einfach so. Wenn es nicht so wichtig ist, dass es zu 100% stimmt, dann ist es okay, dann braucht es so gut es geht. Ne? Ja, also nur geschossen kann man da nicht sagen, du bist falsch. Und dann wird einfach gezielt danach recherchiert und das ist ja schon eher, kann ja sein, dass dann doch mehr Wahrheit im Netz ist, weil es ja nur halluziniert. Das kann immer noch halluzinieren. Ja? Ja, du kannst und vielleicht minimierst du das Risiko sogar, aber das Problem ist, es bleibt dann auch sykophantisch. Wenn ich dann sage, vielleicht ein ganz anderes Beispiel. Ja? Wenn ich GPT frage und sage, du,
ist es nicht schöner, wenn ich jetzt, oder soll ich meine Haare schneiden gehen? Dann sagt sie, ja, geh unbedingt deine Haare schneiden. Dann, nee, ich möchte doch nicht meine Haare schneiden. Ja, gute Idee, geh nicht deine Haare schneiden. Es ist sehr sympathisch, ja. Wenn ich jetzt quasi nicht in diesem Haare-Schneide-Szenario drin bin, sondern quasi frage, du, steht in dieser Quelle das und das, ne? Da habe ich manchmal ein ähnliches Problem. Ja, und das passiert mir am laufenden Band, dass es mir halluziniert. Und auch wenn ich sage, du, das ist anders, dann manchmal korrigiert es mich, manchmal nicht. Ne? Ich kann nicht 100%ig davon ausgehen. Aber ist das wirklich so 50-50 oder ist nicht schon? Nicht 50-50, ich kann einfach den ganzen man kommt schon eher auf die Schliche, nehme ich an, wenn man das so kritisch hinterfragt, oder? Weil doch mehr Ressourcen draufgesetzt werden, oder? Du kannst es vielleicht minimieren, ja, aber wirklich das Ding ist, weil es nur aus vergangenem Material, also aus vergangenen Tokens extrapoliert, weißt du einfach nicht zu 100%, ob das stimmt. Weil eine Wortkorrelation ist nicht gleich externe Realität, oder? Das Einzige, was mir das LLM macht, ist, es korreliert mir Wörter. Okay? Die externe Realität ist nicht zwingend damit korrespondierend. Das kann, aber muss nicht. Ne? Jetzt haben wir verschiedene Hände. Ich glaube, am besten moderierst du das. Ja, gut, Annemarie. Ja, zwei Fragen. Also die erste, wenn es nicht künstliche Intelligenz, also diese anthropomorphische Wörter wie Neuronen und so weiter, wenn man die jetzt nicht benutzen möchte, also du meinst, okay. Was soll man dann sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es eigentlich keine einheitliche Nomenklatur im Moment. Ich habe mir tatsächlich überlegt, vielleicht demnächst ein bisschen Forschungsenergie darauf zu investieren. Ja, für bessere Wörter zu generieren. Keine Ahnung. So, im Moment kritisiere ich es stark, aber habe noch keine Lösung. Kritik, also das ist diskriminiert. Ja. Kannst du da ein bisschen darüber was sagen, dass man das versteht? Okay. Vielleicht ein Beispiel. Amazon hat zum Beispiel für ihren Rekrutierungsprozess, sie haben eine KI eingesetzt, wo sie quasi ganz, ganz viele Bewerbungsmuster von früher quasi eingespiesen haben. Das HR-Modell wurde trainiert. Das hatte dann letztendlich zur Folge gehabt, dass praktisch keine Frauen mehr selektiert wurden und angestellt wurden. Warum? Weil in den vergangenen Daten mehr Männer angestellt wurden in gewissen Domänen als Frauen. Und was ein künstlich neuronales Netzwerk macht, ist, es extrapoliert aus vergangenen Daten. Ja? Und das heißt, wenn das quasi ein Minderheitskriterium ist, dann wird dieses Minderheitskriterium, wenn man nicht aktiv dagegen arbeitet, weiter marginalisiert. So. Verstehst du, was ich meine? Es extrapoliert aus der Vergangenheit in die Zukunft. Das ist halt also KI-Diskriminierung ist ein aktives Problem. Ja, also Amazon, als das auffiel, haben die das sofort rausgenommen aus dem System, aber das war ja nicht das Ziel. Ne? Aber es gibt ganz, 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 ganz viele solche Beispiele. Wir könnten jetzt eine ganze Vorlesung drüber halten, das mache ich auch, aber nicht heute. Ja. Es wurde ja bekannt, dass OpenAI ChatGPT in der Form programmiert hat, dass ChatGPT die Anwender grundsätzlich eigentlich dem Anwender oder der Anwenderin zustimmen soll, Zuspruch bestätigen soll, in der Anfrage respektive auch in der Antwort. Also in der Programmierung dahinter ist die AI eigentlich nicht neutral, sondern immer mit Fokus auf die Person, die die Frage stellt. Und möglichst auch so ausgerichtet, dass die Person, die die Frage stellt, bestätigt wird. Also ist das eine Frage oder? Nein, das ist eine Aussage. Okay. Wurde mal so publiziert, wurde bestätigt von OpenAI. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile eliminiert haben. Man muss auch damit eigentlich auch immer mitdenken, okay, ChatGPT hat einen Fokus. Also das Ding ist, dass LLMs sehr sykophantisch sind. Das ist eigentlich nicht gewollt. So. Das Ding ist, große LLMs, die werden automatisch relativ sykophantisch. Man weiß nicht so recht, warum das der Fall ist. Eine Annahme ist, dass in den Texten, die da draußen sind, im Internet und so weiter, dass viel mehr Ja als Nein gesagt wird, aber das ist nur Spekulation. Das Ziel ist eigentlich, man möchte das eigentlich eher aus diesen Modellen rausboxen. So. Das war, als die letzte Gemini-Version rausgekommen ist, sogar ein USP. Also Sundar Pichai, der CEO von Google, hat eigentlich an der Konferenz sogar gesagt,
Gemini knows how to say no so, und hat da ein bisschen quasi auf OpenAI geschielt, weil quasi das besser sein sollte als GPT-4o. GPT-5 soll da auch wieder besser sein. Also entgegen deiner Aussage, man versucht das eigentlich ein bisschen rauszuboxen. So. Aber es ist schwierig, weil zum Beispiel GPT-5 wurde als unangenehmer wahrgenommen von vielen Nutzern als GPT-4o. Und GPT-4o war sykophantischer, war wärmer. Und jetzt sind sie so in einem Clinch, weil sie gesagt haben, okay, wir möchten gerne wieder die Akzeptanz, wie wir sie bei GPT-4o hatten, provozieren oder wieder hervorrufen. Man ist da ein bisschen in einem Clinch als LLM-Anbieter. Ne? GPT-5 ist Anbieter. Das ist furchtbar. Nein, jetzt wirklich wahr. Soll ich dir noch? Bist du einverstanden, wenn ich dir noch? Und ich kann dir das gerne noch zusammenstellen, wenn du das möchtest. Oder irgendwann halt einfach die Fresse. Aber ja, das ist Geschmackssache. Ich mag das. Ja, genau. Aber die Frage, können wir das beeinflussen? Ich habe schon gehört, dass ich eigentlich mein GPT auch beeinflussen kann, indem ich ihm zum Beispiel sage, ich will keine rassistischen Aussagen, ich möchte wahrheitsgetreue Aussagen, was immer das heißt, aber man könnte ja gewisse Dinge ausschließen. Und ich habe auch schon gehört, dass es merkt, wie du mit ihm umgehst. Ich bin zum Beispiel ein freundlicher Mensch, ich schreibe es an und es schreibt mir auch so zurück, oder? Und nicht, hey Alter, mach mal so oder so, sondern wie kann es mich erinnern oder wie kann ich mich einbringen und auch den Wahrheitsgehalt erhöhen, indem ich gewisse Dinge ausschließe? Das ist möglich. Da müssen wir ganz kurz verstehen, vielleicht in 10 Sekunden, an was sich so ein Modell erinnert. Was weiß es überhaupt? Das sind 2 Dinge relevant. Das eine ist, wie wurde das Modell trainiert? Okay? Also das sind die Daten, die ins Trainingsmaterial reinfließen, die das Trainingsmaterial sind eigentlich. Ne? Das definiert dann quasi die Architektur von diesem Modell, diese Weights and Biases. Das ist das, was es weiß. Aber das Weitere, auf was es sich beziehen kann, sind alle Informationen, die, ich nenne das manchmal das Kurzzeitgedächtnis, die in dem Kurzzeitgedächtnis drin sind. Das ist das sogenannte Kontextfenster. Okay? Im Kontextfenster drin, das ist meine laufende Konversation, die ich jetzt habe mit diesem ChatGPT zum Beispiel. Mittlerweile fallen da auch ganz viele andere Dinge rein, wenn es zum Beispiel über Retrieval Augmented Generation weitere Informationen holt aus Datenbanken, Websites oder meine früheren Chats, die ich hatte mit GPT. Mittlerweile kommt das alles auch in dieses Kontextfenster rein. Ich kann das auch irgendwie personalisieren. In meinen Einstellungen kann ich sagen, erinnere dich an meine Eigenschaften so und so. Das sind dann alle Dinge im Kontextfenster drin, ja, das gehört alles in dieses Kontextfenster und das definiert dann den Output. Ne? Also mein jetziger Output, der da kommt, ist eigentlich eine Funktion, ist nichts anderes als eine mathematische Funktion, basierend auf den Informationen im Kontextfenster und den Weights and Biases, also dem Trainingsmaterial. Wenn du jetzt natürlich sagst, schreibe mit mir forsch, sei so und so, dann ist es Teil von diesem Kontextfenster und definiert natürlich diesen Output. Und das kann es erinnern. Und das kann es erinnern, genau. Aber wenn ich natürlich dann sage, sag nur die Wahrheit, woher will es die Wahrheit kennen? Ne? Vielleicht noch eine Frage, da Sie ja sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, wohin geht die Reise in den nächsten 2-3 Jahren, sagen wir mal. Man hört ja diese riesigen, unglaublichen Investitionen, Colossus 1, 2 von Google und andere riesigen Datacenter. Wohin geht das? Wo führt das hin? Ich glaube, das Ganze wird, das sind wir heute schon, es wird viel agentischer. So, LLMs waren der Anfang, also GPT-1 kam 2018 raus, GPT-2 2019, GPT-3 2020 und dann, GPT-4 waren wir dann 23, 24, genau, 5 kam jetzt dieses Jahr raus. Ne? LLMs, Sprachmodelle, jetzt geben wir diesen Sprachmodellen immer mehr ab. Ja? So. Und diese KI-Agenten sollen quasi KI-Modelle sein, die gestützt sind durch Sprachmodelle, aber die dann quasi Dinge auf meinem Computer, im Internet und so weiter selbst erledigen. Wir möchten möglichst viel automatisieren, möglichst viel abgeben. Man nennt das eben agentische KI. So.
oder diese AI-Agents und das auch in der Robotik drin. Ja? Das heißt, idealerweise, und das ist, ich meine, viele Anbieter arbeiten damit, ich meine, Optimus 2 zum Beispiel von Tesla ist ein Roboter, ein humanoider Roboter, getrieben auch stark durch LLMs und so. Und man versucht das alle miteinander zu verschränken und möglichst viele Aufgaben abzugeben, zu automatisieren. Diese agentische und robotische KI, ich glaube, das sind zwei Themen, die jetzt sehr, sehr stark werden. Gibt es denn auch eine Tendenz weg von dem viel hilft viel? Also das geht ja vor allen Dingen in noch mehr Daten. Aber eigentlich wäre es ja interessanter, wie man mit Regeln schneller Muster erkennt. Das gibt es auch, ja. Also man versucht, Modelle auch wieder kleiner zu machen, dass man sie besser auf einem eigenen Rechner oder am Handy oder so abspielen kann. Und dazu braucht man abgespeckte Modelle, die weniger groß sind, weniger Parameter und gleichzeitig auch weniger Daten. Also beziehungsweise man versucht dann einfach, sich auf gute Daten zu konzentrieren. Dafür ist halt diese mechanistische Interpretabilität, diese Neurowissenschaft für KI auch wichtig, um herauszufinden, welche Teile der Systemarchitektur sind denn jetzt relevant für ein gutes Funktionieren. Da versucht man die auch wieder kleiner zu machen. Ich habe gesagt, Large Language Model ist quasi, wenn man sie groß macht. Man versucht auch Small Language Models zu machen, SLMs. So. Ihr seid wahnsinnig interessiert. Wir versuchen auch immer, das ein bisschen kompakt zu halten, sonst kommt ein paar nicht mehr, oder wenn die denken, beim Laser muss man dann 2 Stunden sitzen. Ich glaube, frag doch noch die ein bisschen hier sein wollen. Ich möchte wirklich immer so kurze Inputs geben. Aber zum absoluten Schluss, und die Frage der Zukunft wurde ja schon gestellt, der absolute Schluss ist, dass in 2 Wochen es eben weitergeht. Das ist eben die Frau, die ich auch gefunden habe wirklich gesucht. Menatalla El-Assadi ist von der ETH in Zürich und sie arbeitet auch interdisziplinär. Ich glaube, das wird sehr interessant, auch in der Folge von deinem Vortrag. Sie macht interdisziplinäre Arbeit in der Datenanalyse, Visualisierung und Computerlinguistik und erklärbare künstliche Intelligenz unterrichtet natürlich und erarbeitet interaktive Schnittstellen eben zwischen Mensch und AI und versucht da auch die Entscheidungsfindung in den Wegen, die man geht, zu verbessern. Bridging Human and Artificial Intelligence. Dieser Vortrag wird in Englisch sein. Wunder, dass noch jemand das auf Deutsch macht. Danke vielmal, Joschia, dass du zu uns gekommen bist. War ganz toller Input. Und kommt wieder in 2 Wochen. Danke auch Max und Martin und Spread the Word. Die nicht da waren, können es auch noch nachschauen. Danke euch und schönen Abend. Danke.